Hallo und willkommen auf meiner Mountainbike-Tour. Ich befinde mich heute am Bremer Teich in Gernrode im Nordostharz. Ich werde heute im Selketal entlang fahren. Wir werden heute sehr, sehr viel sehen. Es wird heute sehr viel geballte, interessante Punkte geben. Ich gehe mal davon aus, ja, eigentlich die meisten Punkte selber sind ein eigenes Video wert, aber heute gibt es alles geballt auf einem Video und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Los geht's! Hier ein Bahnübergang mitten im Wald. Was das nur sein mag, das ist hier die Selkebahn, die führt hier lang. Und hier ist einfach mitten im Wald ein Bahnübergang. Ohne Schranke, aber leider ohne Bahn. So, kommen wir zu unserer ersten Stempelstelle des Tages, der Stempelstelle Schirm. Ich zeige euch die hier mal. Das ist ein Punkt, der für die Jagd früher war. Das war ein Jagdansitz und heute erinnert eben diese Stempelstelle bzw. dieser Schirm noch daran, dass hier mal der Jagdansitz war. Ich mache eine kurze Moment Pause und dann geht es weiter. So, ich befinde mich jetzt hier am 4. Friedrichshammer. Anhand der Selke gab es Hammerwerke und die wurden durchnummeriert und hier ist der 4. Friedrichshammer. Das ist wieder ein Stempelpunkt und von hier aus geht es jetzt ein Stück weit am Wald entlang und zum nächsten interessanten Punkt. ,10% im Durchschnitt heißt noch lange nicht, dass 10% Steigung tatsächlich da sind über die ganze Strecke. Jetzt sind es angeblich gerade 15%. Hui, und noch 330 Meter.
Quälerei berghoch hat sich gelohnt. Ich bin jetzt hier oben auf der Burgruine Anhalt. Man sieht hier die Burgruine, es ist nicht mehr allzu viel davon erhalten. Es gibt so ein paar Schilder, die man sich angucken kann. Ein paar Mauerreste. Und wir werden jetzt hier ich mache hier ein paar Fotos und dann geht es ein Stück weit runter zum Stempelkasten. Und den zeige ich euch dann nochmal und dann geht es wieder runter ins Tal. Wir befinden uns hier in etwa 150 Meter oberhalb des Selketals, also da, wo wir unten an der letzten Stempelstelle waren. So, hier liegt jetzt der Stempelpunkt der Harzer Wandernadel unterhalb der Burgruine. Und von hier aus geht es wieder runter ins Tal. Landschaftlich ist das Selketal wirklich wunderschön. Auch wenn die Landschaft wunderschön ist, ist das Wetter mir gerade nicht gesonnen. Ich habe mir so eine kleine Schutzhütte gesucht und werde mich jetzt hier einen Moment unterstellen und warten, bis der Regen vorbei ist. Die Schutzhütte am Mettenberg hat mich gut geschützt. Direkt hier nebenan ist die nächste Stempelstelle der Harzer Wandernadel, passend zur Schutzhütte. Hier oben müsste die Selke-Sicht sein. Dazu habe ich auch ein Video gemacht zur Selke-Sicht. Und ich gucke mir das jetzt hier erstmal an und dann geht es weiter. Schaut mal, wie schön das hier ist. Man hört, dass hier angeblich auch Leute mit Kinderwagen und so hochfahren. Also wenn ihr mal hier plant, die Burg zu besuchen und ihr seid mit dem Kinderwagen unterwegs oder sowas oder nicht ganz so gut zu Fuß, lauft lieber nicht den Edelstieg, sondern lauft lieber den langen Weg. Die Burg Falkenstein ist mein absolutes Highlight hier für diese Tour. Das Interessante ist, dass sie in großen Teilen auch erhalten geblieben ist. Das heißt, dass es noch eine funktionierende Burg ist. Wir werden ein bisschen reinfahren, mal schauen, wie weit wir kommen und dann geht's wieder runter.
Hier geht es jetzt rein, hier gibt es auch eine Ausstellung und man kann sich die Burg anschauen. Das machen wir jetzt nicht, wir wollen weiter. Ich finde es trotzdem super schön, machen noch ein paar Fotos und dann geht es wieder den Berg runter. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that. So, hier ist es auch herrlich. Das ist der Landschaftspark. Wirklich schön hier zum Spazierengehen, ein richtiger Park. Zum Durchschlendern und genießen und die Bäume und die Natur anschauen. Absolut sehenswert. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful. Das ist kein Gerüstkammer, gibt hier wurde ordentlich mit Gülle gedüngt und das riecht man. But I can feel his tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe. Hier ist ein Steinbruch oder ein ehemaliger Steinbruch. Das Schild weist darauf hin. Betreten verboten, Lebensgefahr. Ja, ich mache ein paar Fotos und dann geht es gleich weiter. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich habe den Eindruck, dass es hier schon deutlich frühlingshafter ist als weiter oben im Harz, wo wir losgefahren sind. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. So, darf ich euch mal fotografieren?
geht jetzt hoch zur Konradsburg. Auch die Konradsburg ist wieder eine erhaltene Burg. Und das Besondere an der Konradsburg ist, dass die Konradsburg ein Kloster war und zuletzt für die Landwirtschaft genutzt wurde. Oh, hier ist es auch wieder schön. Schaut mal. Ein toller Teich. Ich befinde mich auf einem Radweg, der akkurat asphaltiert ist, wirklich akkurat, auch ausgeschildert ist für Radfahrer und der die Eigenschaft hat, dass ständiger Gegenwind herrscht. Also selbst bergab ist es anstrengend zu fahren. Und ich merke selber, dass ich schon ziemlich geschafft bin und naja gut, ich meine, ich bin hier bald da am Ziel, insofern ist alles gut. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gebrauchen. So, ich befinde mich jetzt in Maisdorf am Ende meiner Tour. Ich hoffe, ihr habt einiges erlebt, einiges gesehen mit mir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich muss noch dazu sagen, auch in Maisdorf gibt es ein ehemaliges Schloss, das zeige ich euch einfach mal. Das ist eine Hotelanlage oder soll eine Hotelanlage, ist eine Hotelanlage, wird jetzt gerade neu saniert, deswegen ist es hier geschlossen. Aber wenn das fertig ist, ist es bestimmt total cool hier. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr geleitet habt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.